Ich habe Tausende von Euros in den Zahnarzt investiert, hatte jahrelang Karies und keine Antworten und heute weiß ich, dass die Zähne sehr viel mit unserem Leben zu tun haben. Viel mehr, als wir es eigentlich glauben. Heute möchte ich zum einen Aufklärung mitgeben und aber auch einen Einblick in meine Geschichte geben, um dir zu zeigen, was wirklich hinter Karies stecken kann. Vielleicht befindest du dich in einer ähnlichen Situation oder vielleicht kennst du wen, der sehr stark darunter leidet. Und ich möchte auch zeigen, dass Zahngesundheit sehr wohl in unseren Händen liegt. Ganz oft verwechseln wir noch und glauben noch, dass wir keine Kontrolle über unsere Zahngesundheit haben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Und darüber möchte ich mehr und mehr Aufklärung schaffen und auch dir helfen, ein authentischeres Leben zu führen. Ein Leben im Einklang mit dir und so eben von einem System rauszukommen, das uns in Abhängigkeit hält und rein eben in die Bestärkung und in die Selbstverantwortung. Schön, dass du hier bist. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich habe erst letzte Woche gesehen, dass viele Leute meine Videos ansehen und ganz wenige davon ein Abo haben. Es hilft mir in dem Sinne, einfach mehr Reichweite, mehrere Menschen zu erreichen und so mehreren Menschen mit meinen Videos, mit meiner Erfahrung helfen zu können. Also lass sehr gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und wie schon gesagt, also heute zeige ich dir anhand meiner Geschichte, was ich gelernt habe und gehe in den verschiedenen Themen rein, wie Trauma, Emotionen, aber auch die Ernährung, Stress und eben wie alles damit verbunden ist. Ganz zuallererst einmal die Zähne. Die Zähne stehen wie jedes Organ und jedes andere Körperteil auch für immer mit einem bestimmten Thema in Verbindung. Und es ist immer ein Spiegel unserer Innenwelt. Wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Beschwerden haben, dann sagt es ganz viel darüber aus, was in unserer Innenwelt gerade passiert. Und die Zähne, die stehen eben in Verbindung mit unterdrückten Gefühlen, unterdrückten Emotionen, unterdrückten Trauma aus der Vergangenheit, Dinge, die nicht aufgearbeitet wurden, die können dann an unseren Zähnen nagen. Und aber auch ungelöste Konflikte oder harte Entscheidungen. Die Zähne sind unser härtestes Körperteil und harte Entscheidungen, schwierige Entscheidungen. Wenn du da vor einer Entscheidung stehst, wo du nicht weißt, dann kann sich das über Zeit eben auch chronisch an den Zähnen festhängen. Und die Zähne standen schon bei früheren Kulturen als Symbol von Vitalität und Kraft. Und sie sind auch in Verbundenheit mit dem Wurzelchakra, sprich Stabilität. Wenn du mangelnde Stabilität in deinem Leben verspürst, dann kann es sehr wahrscheinlich an deinen Zähnen gehen. Und in der DCM steht jeder Zahn in Verbindung mit einem Meridian und einem Organ, sprich auch dementsprechend mit einem Thema. Da werde ich jetzt nicht konkreter eingehen. Das ist ein anderes Thema. Da bräuchten wir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Aber eben, ich nehme dich mal mit. Vor einigen Jahren, 2020 bis 2022, hatte ich so viele Zahnarztvisiten, wie du dir gar nicht ausmalen kannst. Ich wusste immer genau, wann ging es wieder zum Zahnarzt und es war ein Mix von Füllungen wechseln, von ein Implantat setzen, eine Wurzelbehandlung. Das kam alles eines nach dem anderen, teilweise auch total plötzlich und eben ganz viel Karies mit der Zeit, wobei ich früher nie mit Karies irgendwie Themen hatte. Und es häufte sich. Also ich ging immer öfter zum Zahnarzt. Die Rechnungen wurden immer größer, immer mehr. Natürlich immer mehr Ängste, immer mehr Hilflosigkeit auch irgendwo. Die Hilflosigkeit ist übrigens ein sehr großes Thema, wenn es um das Thema Zähne geht.
Und es war einfach wie ein Teufelskreis. Damals wohnte ich wieder bei meinen Eltern zu Hause, nach Jahren, wo ich in der Welt wohnte und gereist bin und dann eben zurückkam. Und da hielt ich ganz viel für mich, baute eben Wände um mich, war einfach aus diesen früheren Programmierungen die starke und fühlte mich sehr unwohl, konnte nicht wirklich ich sein und hatte dann ganz viele Emotionen auch, mit denen ich nicht klar kam und nicht wusste, wie kann ich damit umgehen und habe das dann auch kompensiert mit der Ernährung oder mit eben im Außen, dass ich mich in Projekte gestürzt habe und meinen Alltag ganz busy hielt. Und eben meine Ziele und meine Visionen zu meinem Leben, das schien alles so weit weg. Es schien eben, dass ich nicht das Leben lebte, das ich wirklich leben wollte. Und eben diese Darmprobleme, ich hatte diesen starken Reizdarm damals. Und dann hat mir mein Körper einfach ein Signal gesendet, stopp, so geht's nicht weiter. Aber damals hatte ich noch nicht den Mut und auch nicht die Kraft. Und ich wusste auch nicht wie kann ich das angehen, ja, dieses Trauma, diese Emotionen. Und litt eben mit körperlichen Symptomen sehr, sehr stark darunter. Und wenn wir jetzt mal uns das Thema Trauma und Emotion hernehmen und da uns das mal beleuchten in Verbindung mit Karies. Unsere Zähne speichern jegliche Emotion, jegliche unterdrückte Emotion und Trauma aus der Vergangenheit. Ja, das können wir uns gar nicht ausmalen, wie sehr eben, dass das ein Speicher ist von diesen Emotionen, speziell im unterdrückte Wut, Ängste, das Gefühl von Ohnmacht, ausgeliefert sein, Machtlosigkeit. Und die Zähne, speziell Karies, das geht auch einher mit der Frage, bist du wirklich du? Lebst du ein Leben, das wirklich deines ist? Also wie integer lebst du in deinem Leben? Und wenn du da Muster von People-Pleasing hast, sprich, du passt dich an, um geliebt zu werden, um Anerkennung zu erhalten, um dazu zu gehören, dann kann das eben an die Zähne gehen. Ja, damals für mich war es noch so, ich hatte eben diese ganzen Emotionen in mir, aber ich wusste nicht, wie kann ich damit umgehen. Und so hatte ich eben auch keinen emotionalen Support, habe ganz viel eben alles für mich behalten. Und es fehlte mir auch die Sicherheit, also die Sicherheit damals, wo ich eben gewohnt habe. Und habe ich eben ganz stark angepasst und habe da aber sehr teuer damit bezahlt. Ich habe mit meiner Gesundheit bezahlt schlussendlich. Und ja, rückblickend hätte ich mir sehr viel sparen können. Aber eben, ich hatte, wie gesagt, nicht die Energie und die Kraft, diese Themen anzugehen. Und eben das Umfeld, das forderte tatsächlich von mir, dass ich mich selbst aufgegeben habe. Und es fiel mir so schwer, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, Stopp zu sagen, was ich brauche, was ich möchte, für mich zu sprechen, meine Meinung zu äußern. Und das eben sind alles dann auch Themen, die die Zähne anbelangen. Und es hat mich dann natürlich, wie du dir vorstellen kannst, emotional immer weiter ausgelaugt, solche Muster zu übernehmen und ein Leben zu leben, das fernab von deinem ist. Das kostet immens viel Energie und das hat eben an mir genagt, an meinen Zähnen. Mm, Die Ernährung damals, ich ernährte mich vegan, weil ich eben diesen starken Reizdarm hatte und ich den Körper einfach unterstützen wollte. Und so habe ich eine Ernährungsumstellung gemacht, die nicht sehr einfach war, weil ich einfach grundsätzlich Essen liebe und ich gerne alles ausprobiere. Und dennoch habe ich es für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden getan. Und erst viel später habe ich gemerkt, wie wichtig doch für unser Zahnschmelz, für unsere Knochen, speziell eben tierische Lebensmittel, tierische Nährstoffe sind und dass eben da
dass das eben stark darunter leidet, eben die Vitamine und die Mineralstoffe, die eben gefehlt haben. Wenn wir anschauen, zum Beispiel Phosphor, Calcium, Vitamin D, Vitamin K2 speziell, das kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Die können wir nicht ersetzen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich habe mich damals mit nicht nur auseinandergesetzt, ich habe tatsächlich auch ganz viele hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zu mir genommen und habe dann aber gelernt, dass sie können sehr wohl unterstützend sein, aber sie können niemals die Ernährung ersetzen. Sprich, ich kann nicht tierische Lebensmittel mit Nahrungsergänzungsmittel ersetzen. Also für mich hat das nicht funktioniert. Aber eben im Moment war mir das nicht klar, weil ich einfach dachte, ich unterstütze meinen Darm und das kann ich mit veganer Ernährung und ich habe das in Verbindung gebracht, dass das die beste Wahl für jetzt war. Und erst später habe ich mich dann mit den Studien von Weston Price beschäftigt, einen Zahnarzt und Ernährungswissenschaftler, der durch die ganze Welt gereist ist, um herauszufinden, wo, in welchen Ländern leben denn die Menschen mit den wenigsten Kariesanteil. Und er hat dann eben nicht nur geschaut, also wo leben die, hat das analysiert, wie ernähren die sich und wie bereiten die Lebensmittel zu und hat dann eben festgestellt, dass es A, tierische Lebensmittel braucht, spezielle tierische Lebensmittel und B, die auch ganz natürlich und herkömmlich am besten für unsere Gesundheit sind. Ich werde da jetzt nicht näher eingehen in das Thema Ernährung, könnte ich, aber das ist heute nicht das Thema. Falls dich das interessiert, schreib mir sehr gerne in den Kommentaren oder schreib mir eine E-Mail. Dann kann ich gerne dazu auch ein weiteres Video kreieren, wenn das eben gewünscht ist. Und ein kurzes auch ein kurze Note zum Zucker. Ich hatte damals eben auch keinen weißen Zucker gegessen, aber ich habe sehr wohl mit Datteln und Trockenfrüchte also zu mir genommen und auch ansonsten Früchte, auch Agavensirup und auch Stevia. Und erst nachher habe ich verstanden, okay, in unserem Mund, das wird alles wie Glucose und Fructose, also da gibt es keinen Unterschied. Und die Mundbakterien, die verwandeln Zucker in Säuren und die Säure greifen dann den Zahnschmelz an. Also wenn du wirklich von Karies heilen möchtest, dann empfehle ich dir ganz stark mal alles auf die Seite zu stellen. Und damals habe ich auch meinen Körper entgiftet, sprich für ein basisches Milieu durch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel gesorgt, aber trotzdem hatte ich Karies. Warum? Die Antwort ist chronischer Stress. Und der Stress, der macht eben ganz viel mit uns. Also und Stress, der kam dann nicht nur in Form von viel Arbeit, sondern der kam tatsächlich, weil das Nervensystem konstant in Anspannung, konstant in Arbeit war, weil eben ganz viel unverarbeitetes Trauma da war. Und so war das Nervensystem, der Körper ständig unbewusst in Arbeit. Also der hat die ganze Energie eben gebraucht. Der war im Überlebensmodus und er brauchte die ganze Energie, um das davon zu heilen und da einfach im Überlebensmodus zu sein und konnte dann auch nicht in den Reparaturmodus gehen. Ähm, und dieser Stress dann natürlich, der beeinflusst ganz viele Dinge, wie zum Beispiel die Speichelproduktion. Ja, und auch der Mineralstoffhaushalt, der geht außer Balance, wenn wir so viel Stress haben. Und so können die Nährstoffe immer, also nicht aufgenommen werden, egal wie gesund du dich dann ernährst. Und dann leidet unser Darm, unser Immunsystem und eben die Mundbakterien ganz stark darunter. Entzündungen wachsen, die steigen an und die Regeneration wird blockiert und es braucht dann immer mehr Zeit, wo du doch eigentlich heilen möchtest. Also der Stress, der kann ganz viel sabotieren und damit ist nicht nur eben Stress im Außen gemeint, sondern Stress im Innen, Stress im Nervensystem.
Und ich glaube, das wird ganz, ganz oft unterschätzt. Und was ich total spannend fand, ist auch Thema Phytinsäure. Ich hatte Ernährungslehre in der Schule, ich habe mich immer schon für Ernährung interessiert und mich auch stark damit auseinandergesetzt, wie ich im Network Marketing gearbeitet habe. Und Phytinsäure, die kommt und hat eben Phytinsäure noch gar nie vorher gehört. Und Phytinsäure, die kommt eben in Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte und Samen vor. Also in ganz, ganz vielen Lebensmitteln, wenn du dich vegan ernährst. Und die binden Mineralien. Und wenn du viel Phytinsäure zu dir nimmst, dann kann der Körper weniger Mineralien aufnehmen. Und diese Mineralien sind ja so wichtig für unsere Zahngesundheit. Sprich, nicht nur, er kann sie weniger aufnehmen, sondern wenn du ganz viele davon isst, dann wird die Mineralstoffaufnahme sogar blockiert. Was du tun kannst, ist zum einen die Lebensmittel mit der Phytinsäure reduzieren oder auch die Produkte einweichen, rösten und eben mit den richtigen Temperaturen zubereiten. Da habe ich auch ganz, ganz viele spannende Tools und Dinge, die du tun kannst. Auch hier möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, aber wenn das gewünscht ist, dann lass es mich sehr gerne wissen. Und ja, also wie du schon raushörst, Zahngesundheit, das ist nicht ein Thema. Karies, das ist nicht nur eines. Aber ich hoffe sehr, dass du aus diesem Video das für dich rauspicken konntest und vielleicht etwas näher kommen kannst zu dem Thema, zu das, was du jetzt tun kannst und den Schritt, den du jetzt einleiten kannst. Also es ist nicht nur ein Thema, es hat mit ganz viel zu tun, mit Stress, unverarbeiteten Emotionen, mit dem Nervensystem, mit der Ernährung und es ist einfach ein Zusammenspiel von allen. Und ich finde es so schön und ich feiere das, denn früher waren meine Zähne sehr schwach und es fühlte sich so an, als würden meine Zähne jede Minute aus dem Mund fallen. Da war ganz viel Unsicherheit da. Und heute, nachdem ich das ganzheitlich angegangen und geheilt davon bin und verschiedene Veränderungen in meinem Leben gemacht habe, heute sind meine Zähne, die fühlen sich stark an. Die fühlen sich verwurzelt an und eben auch gesund. Und das ist auch für dich möglich. Also, wenn du von diesem Kreislauf raus möchtest, sprich, du gehst zu einem Zahnarzt, du hast eine Behandlung, dann eben kommt dieser Karies wieder und du musst wieder zurück und. Rechnungen häufen sich und du hast genug davon und möchtest andere Wege gehen, dann bin ich sehr gerne für dich da in einer 1:1 Begleitung. Das kann tiefgehend sein über einen längeren Zeitraum oder auch einmal, je nachdem, wie es für dich passt, was du gerade suchst. Und wir können tatsächlich raus aus diesen Symptome bekämpfen und das Problem an der Wurzel packen. Und wenn wir es an der Wurzel packen, dann lösen wir es ein für alle Mal. Und das bringt dann eben nachhaltige, langfristige Veränderung. Das wollte ich noch sagen, bevor ich mich verabschiede. Thema Zahnreinigung, auch das mit Bedacht angehen, bitte. Ich bin sehr oft hin und ich habe gemerkt, wenn es zu intensiv und zu oft gemacht wird, dann wird der Zahnschmelz abgetragen und der ist so wichtig für die Remineralisierung, für die Selbstheilung unserer Zähne. Und wenn der Weg gemacht wird, dann fehlt etwas ganz, ganz Wichtiges. Also auch da mit Bedacht, denn da kann unser Gleichgewicht tatsächlich aus der Balance gebracht werden. Ich sag danke, dass du hier warst. Ich freue mich von dir zu lesen in den Kommentaren und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.